Audax Randonneurs Alemannia, das 600 Kilometer Brevet 2024 zum Legoland Billund in Dänemark, 620 Kilometer in einem Stück fahren, einmal um die südliche Kimbrische Halbinsel in Dänemark, 30 Stunden lang, Gruppe fahren, bei Tag und bei Nacht, komm mit, sei dabei, Faszination Brevet fahren in der Königsklasse, das ist Audax. Hallo, hier ist Guido der Radwanderer. Willkommen zurück, jetzt zum zweiten Teil auf dem Weg nach Billund zum Legoland. Im ersten Teil sind wir über den Nordostseekanal bis zur Schlei gefahren, haben dort mit der Fähre übergesetzt und nun geht's weiter Richtung Flensburg und dann weiter in Dänemark Richtung Helsminde. Wir haben so knapp 20 Uhr, die Sonne steht schon ziemlich tief. Und es war ein wunderbares Abendrot, in das wir fahren, dass ich immer auch wieder Teilnehmer sehe, die ihre Handys rausholen. Traumhaft, die Sonne geht unter. Und ein paar Bilder von der Umgebung machen. Das ist nun Flensburg. Nun geht's gleich rüber nach Dänemark. Die Sonne geht auch mal weiter runter. Und der Schnitt bislang war 29. Ja, die ersten machen die Lichter an. Und bis zum Checkpoint ist es dann auch noch, ich glaube, 30 Kilometer oder so. Ja, also der Durchschnittsspeed war schon recht gehoben. Dafür, dass man noch 530 Kilometer jetzt vor sich hat für jeden, sind wir also wirklich mit 29 Stundenkilometer im Schnitt gefahren auf dem Rad, also Pausen nicht mit einberechnet. Und rauschen jetzt also diesen Berg hier runter Richtung Flensburger Förde. Oh, ein paar sind doch noch da. Ich dachte, die ist kleiner geworden, aber Thomas ist weg. Ja, ein paar sind weg, ne? Ja, das werden wir bis zur Hälfte immer wieder haben, dass es eigentlich so zwei größere Gruppen gibt, die dann mal zusammenfahren. So, ich glaube, wir fahren einmal an die Förde ran, dass wir so ein bisschen von der Flensburger Förde sehen. Was haben wir eigentlich mittlerweile? Wir haben 20 vor 10 haben wir jetzt schon. Haben also jetzt 100 Kilometer rum. Es ist kurz vor 10 Uhr. Ach ja, Licht anmachen ist eine gute Idee. Doch, ja. Aber wir dürfen das ja, ne? Einige denken, man darf das nicht. Außerdem ist das nervig, wenn man dann zerpflückt wird und dann danach hängen. Nun geht's hier an den Hafen runter, Leute. Da. Die Hafenspitze von der Flensburger Förde ist so das schönste Gebiet von Flensburg. Sommerliches Flair in Flensburg unten, ich weiß gar nicht, wie das hier heißt, so am Ende der Föhren haben sie ja hier nicht. Hat schon was. So, das ist Flensburgs schönste Ecke hier unten am Hafen. Hier gibt es Traditionsschiffe. Dann eine schön bestrahlte Hafenstadt oder Hafenmeile mit alten Dampfern. Genau, hier vorne kommt gleich der Traditionshafen oder der Hafen mit den Traditionsschiffen.
Ja, und da sieht man meine Suppe oder mein Dahl, was da hinten in diesem kleinen Kanister oben auf der Satteltasche noch anhängt oder eingeklemmt ist. Und das hat wunderbar geklappt mit dieser Dose. Ich werde es später genießen, das essen zu können. Und es ging erstmal Richtung Tankstelle. Ein paar mussten noch ein bisschen an Trinken oder was essen kaufen. Und wir haben zumindest schon mal Beinlinge und Armlinge angezogen. Zumindest die meisten. Wird ja doch ein bisschen kühler jetzt. Und erst später ziehen wir uns dann ganz warm an, so nach Mitternacht, wenn wir dann in die ganz kalten Stunden zwischen 2 und 4 Uhr fahren werden. Jetzt haben wir uns alle umgezogen. Für die Nacht vorbereitet, Lichter angemacht. Er macht sich Gedanken, merkst du es? Merkst du es? Ich werde jetzt noch. Wenn du hinter mir fährst, das sehen wir nachher. Ich habe letztes Mal Das Paar sind noch nicht ganz fertig, aber ich sind mal der Truppe los. Eben sind auch ein paar an uns vorbeigesaust. Ja. Aber wir sind auch schon angesprochen. Ja, und das war dieser zweite, ungefähr gleich stark große Trupp, der dann aber wohl nicht so oft angehalten hat und dann eher eine gleichmäßigere, etwas reduzierte Pace gefahren ist. Aber wir werden uns immer wieder treffen und dann auch lange Stücke wieder zusammenfahren in einer großen Gruppe. Und so geht es dann erstmal raus aus Flensburg, nördlich Richtung Dänemark. Und noch ist es schön hell. Wir gucken jetzt hier auf die Flensburger Förde auf deutscher Seite. Und nun geht es wieder langsam aus Flensburg raus. Entlang hier das letzte Mal an der Ostsee in Deutschland. Und dürfte jetzt auch bald die Grenze kommen. Und wenn wir dann Richtung Osten an der Förde lang fahren, dann wird es schon deutlich dunkler sein. Und das ist schon der Häuserstil, wie er recht dänisch ist. Aber noch sind wir in Deutschland, aber der Wechsel nachher zu Dänemark, den kriegen wir gar nicht so recht mit. Da stand nirgendwo ein Schild. Schotter und Schotter. Oh. Den Grenzübergang haben wir gar nicht mitbekommen. Also wir sind jetzt in Dänemark. Der vorne fährt, macht ordentlich Druck. Also wir fahren jetzt Richtung Osten, immer entlang der Flensburger Förde. Es wird langsam dunkler und dunkler und der Weg ist schön geteert. So ein leicht hügeliger Abschnitt, ein bisschen hoch, geht immer wieder runter. Und wir fahren doch in sehr gehobener Geschwindigkeit, alle in einer Reihe Richtung ersten Checkpoint. Und einen wunderschönen Blick auf die Förde mit den ganzen Lichtern drüben auf der deutschen Seite. Und wir kacheln hier mit über 40 lang.
blende immer so ein bisschen den Track ein, oben links in der Ecke. Der schwarze Teil vom Strich ist dann immer die Strecke für die Dauer einer Stunde. Rot, was wir gefahren sind, und grau der Track, den wir noch vor uns haben. Also es war wirklich ganz wunderbar, so spät abends mit gutem Speed so unentlang von der Wasserkante zu fahren, mit Blick auf die langsam kommende Nacht. Und sie wird sehr dunkel werden, also pechschwarz wird es in der Nacht werden nachher, sodass wir, wenn wir neben der See fahren wie hier, das Wasser nicht mehr erkennen werden, weil es einfach nur noch alles schwarz ist. Und wir alle haben jetzt noch über 500 Kilometer vor uns. Und alle werden es nicht schaffen. Also 17 Teilnehmer werden ankommen, also finishen. 2 davon kommen in Kiel an, aber werden dann nicht finishen. Einer möchte in die Bahn und dem anderen ist es nicht so wichtig, ins Ziel reinzufahren. Nun wird wieder getauscht. Der vorne ordentlich Druck gemacht hat, lässt sich zurückfallen, reiht sich hinten in die Linie ein. Und der nächste ist dran, ein bisschen stärker ins Pedal zu treten und alle anderen im Windschatten hinterherfahren zu lassen. Das ist so eine bekannte Inselgruppe hier. 2 Yachten oder 3 Yachten liegen davor. Da war früher mal ein Shop drauf oder so eine Art Imbiss. Aber das haben sie zugemacht. Ist also eine unbewohnte Insel. Aber ein schönes Segelziel. Also sie machen guten Speed da vorne, immer so zwischen 35 und 40. Ist auch ein bisschen hügelig, also geht immer so ein bisschen hoch und runter. Und das Ganze bei Gegenwind, der kommt nämlich aus Osten. Hui. Steht der Checkpoint oder? Ich kann in meiner App den ganzen Track laden, den ich manchmal so einblende. Aber dann sehe ich nicht die Haltestellen, also die Checkpoints. Dann müsste ich immer den einzelnen Teiltrack laden. Und dann sehe ich das. Jeweils haben wir jetzt den Checkpoint 1 erreicht. Rönshöft heißt das. Ist unbesetzt, also die analoge Brevet-Kartenfahrer müssen hier also die Farbe der Türen aufschreiben. Aber die meisten fahren mit E-Brevet. Also Position verifizieren, ein Foto machen, das Ganze hochladen. Und so haben wir noch ein bisschen Pause gemacht. Die meisten haben irgendwas gegessen. Und wir haben einfach diesen schönen Punkt dort direkt am Wasser genossen. Man konnte noch schön aufs Wasser schauen.
so hat der ein oder andere sich doch noch ein bisschen wärmer angezogen. Und eigentlich fast alle hatten irgendwas in der Hand zum Essen. Aber es wird dann doch eine recht kurze Pause bleiben. Also knappe 10 Minuten bleiben wir dort. Haben also jetzt die ersten 116 Kilometer hinter uns, haben 10:30 und es geht weiter Richtung zweiten Checkpoint. Wird auch langsam dunkler und wenn jetzt lange Zeit Richtung Westen noch dieses orangene, dunkelrote Band am Horizont haben. ...120 Kilometer haben wir, 5 Stunden sind wir unterwegs. 23 Uhr haben wir jetzt. Ich glaube, ich blende mal. So müsste das besser gehen. Und hier so schön zu sehen, wir fahren genau Richtung Norden und im Osten ist schon sehr, sehr dunkel und im Westen haben wir noch dieses schöne illuminierte Band. So, nun geht es nicht mehr weiter. Die haben das hier total dicht genagelt. Aber zum Glück ist es keine Brücke, die weg ist. Ja, da sollte wohl keiner durch. Da haben wir dann die Tür aufmachen müssen, um da durchzugehen. Also fahren konnte man da nicht. Das war alles sehr verblockt. Und es wird auch nicht die erste und einzige Baustelle werden auf dem gesamten Track. Und der Untergrund ist ja dann doch immer für unsere Reifen ein bisschen gefährlich. Und ja, ich werde eine Panne bekommen. Oh, hier muss man doch schieben. Und bei einer späteren, längeren Baustelle werden auch 2 weitere, die dann in der Gruppe fahren, in der ich bin, werden dann auch jeder eine Panne bekommen. Durch diesen Untergrund mit diesen vielen kleinen Steinen dort. Genau. Einer sagt gerade, das versaut hier voll den Schnitt. Also sie sind echt zügig unterwegs. Aber das war schon recht amüsant, wie wir uns denn mit Rennradschuhen hier so durch diese verblockte Baustelle den Weg bahnen. Na, so. Ja. Was da jetzt? Der Pilz soll bescheuert werden. Eigentlich sehe ich da noch. Was ist da los? Die warten nicht. Ja, und so hat die Gruppe gewartet, bis auch der Letzte die Baustelle durchquert hat und setzt sich dann langsam wieder in Bewegung. Und es geht weiter Richtung Norden. Und wir werden jetzt doch eine recht höhenprofilierte Strecke vor uns haben. Wird also immer wieder steil berghoch gehen, aber auch so wie hier dann steil bergab mit schön rasanten Abfahrten.
Es geht jetzt also an die Abenraer Bucht, oder wie man in Deutsch sagt, Appenrader Bucht. Noch Richtung Norden und wieder im Osten pechschwarz, im Westen leicht illuminiert. Jo, was haben wir für eine Uhrzeit? Konnte ich so nicht lesen, also 11:30, glaube ich. Und wir ballern hier richtig schön lang. Geht jetzt mal abwärts. Ich muss das Mikro dann immer ein bisschen runterdrehen hier später, weil es doch da alles nur am Rauschen war. Wir sind doch bei solchen Strecken immer mit über 40 fahren wir da runter in der Regel. Umso langsamer geht es dann nach oben, über Hochklettern. Macht dann wirklich Spaß in so einem Verband da die Straßen, wenn sie besonders glatt sind, runter zu rasen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das ist wunderschön. Hinten noch so ein leuchtendes Band. Das Wasser. Jetzt soll ich das Gas geben. Ja, da muss man immer böse aufpassen, dass einem die Gruppe da nicht davon fährt. Dass man immer so ein bisschen noch in diesen ganzen Abwinden ist und ja, ein bisschen Windschatten hat. Weil die Gruppe beschleunigt auch oft sehr schnell. Wenn man dann hinten ein bisschen rumtüdelt, dann verliert man schnell mal den Anschluss und braucht ordentlich Körner, um da wieder ranzufahren. Ist einfach ein zu schönes Geräusch. Ich weiß nicht, ob man das nachher mit dem Wind gut hören kann. Diese vielen Knarren und Auflaufgeräusche der Reifen. Wenn das so ein schöner glatter Teer ist wie jetzt hier. Und nehmen uns jetzt die Ostsee nach ich kann es nicht aussprechen, Brena oder wie das heißt, dieses Dörfchen. Oder das ist ein kleineres Städtchen in Dänemark. Da radeln wir gleich durch, so kurz vor Mitternacht. Und hinten der Horizont ist noch so ein bisschen luminiert, würde ich mal sagen, so ein ganz dunkles Rot. Ich muss sagen, im Video kommt das also gar nicht so schön rüber, wie es, wenn man live vor Ort ist, da ist. Also der Blick in dieser dunklen Nacht mit dem Leuchten und vor allen Dingen auch die Geräusche, dieser Sound, dieser vielen Rennräder, allein die Ablaufgeräusche. Denn im Ohr ist es ja nicht so laut, wie das Mikrofon der Kamera das aufnimmt. Ich mag das ja. Mit 40 hier lang knallen. Und es riecht wunderbar nach Meer. Da ist es. Kann man wohl nicht so viel sehen. Das Wasser war wirklich direkt neben uns, aber man konnte es in dieser dunklen Nacht, selbst in dieser beleuchteten Straße, konnte man das nicht sehen. Was haben wir noch? 48 bis zum zweiten Checkpoint und wir haben kurz vor 12 Uhr. Also es wurde nach Tanke gerufen. Ich glaube, die Leute brauchen Wasser oder sowas. Also alle Mann zur Tanke. Und wieder gab es eine Pause. Einige Teilnehmer fahren ja mit fast nichts los. Die haben dann irgendwie noch eine Banane und vielleicht 2, 3 Gels in der Tasche. Haben also nur unterm Sattel so ein bisschen Reparaturzeug hängen. Und andere Teilnehmer merkt man später oder sieht man ab und zu ja, die haben dann also doch 2, 3 Taschen mit, Trinkrucksäcke. Also es wird ordentlich Getränke gebunkert und... Ich gehöre auch zu den Leuten, die dann lieber viel mit haben, dass die also nicht angewiesen sind, dann Stopps zu machen. Man weiß ja doch nicht,
mit welcher Gruppe man später mitfahren wird, ob die auch alle so vorbereitet sind, dass sie keine Pausen brauchen. Und das ist dann wirklich blöd, wenn man richtig Hunger bekommt und dann nichts hat, weil man in der Gruppe bleiben will und die einfach immer weiter und weiter fahren, weil halt alle irgendwie Essen auf dem Rad haben. Wir werden aber bei diesem Brevet sehr viele Pausen machen. Also alle, die da überhaupt nichts mit hatten, haben genug Möglichkeiten, dann immer wieder was einzukaufen. Wir ziehen uns wieder ein bisschen mehr an, aber es ist noch relativ warm für Ende Mai, sodass man also auch noch weiter gut ohne Beinlinge fahren kann. Ja, und weiter geht's. Nach Mitternacht jetzt. Aber die nächste Tanke ist nicht so weit. Vielmehr der nächste Checkpoint. Ist ja keine Tankstelle. Und erst am zweiten Checkpoint, wenn wir uns dann wirklich alles anziehen und für die kalte Nacht präparieren. Was da, ey? Und unten geht eine Straße lang. Ja, auf der Karte habe ich es gleich gesehen. Unten war die gerade Straße für die Autos. Hätte man prima fahren können. Und Carsten hat den Treck jetzt so gelegt, dass wir hier also einen ziemlich steilen Anstieg hatten. Ziemlich lange hochkrabbeln mussten. Und das Ganze auch noch auf dem Kopfsteinpflaster. Zum Glück ging es dann runter auf schönem glatten Teer. Das hätte noch gefehlt, wenn wir das alles auf so einem Kopfsteinpflaster runterfahren hätten müssen. Oh Carsten, ey. Wer ist denn da ausgesucht? Mein Hinterrad dreht sogar durch. Kleinster Gang. Ja, da wo der rote Pfeil anzeigt, da diesen steilen Anstieg, den klettern wir jetzt gerade hoch. Also auf diesem ersten Drittel der Tour ist Dänemark doch recht wellig. Aber es geht ja zum Glück immer bergab danach. Und so hat man wieder eine spaßige Bergabfahrt in der großen Truppe mit ordentlich Speed. Haben also 0 Uhr jetzt, sind 6 Stunden unterwegs und haben 150 Kilometer hinter uns. Und immer noch auf der rasanten Abfahrt von diesem Anstieg mit dem Kopfsteinpflaster gerade. So, nun haben wir 150 Kilometer durch. Es ist jetzt kurz nach Mitternacht, also eine 20 nach 0 Uhr. Und noch 33 Kilometer vor dem zweiten Checkpoint. Und hier war wieder so ein Stück, wo wir direkt an der See fahren und man die See also kaum erkennen konnte. Und die schwarze Fläche hier neben mir ist die Ostsee. Ja, die Genner Bucht war das. War ja sehr, sehr dunkel jetzt die Nacht, sodass man die durch die Brille nicht gut sehen konnte.
Und es geht den nächsten Anstieg nach oben. Wechselt dann auf die Ebene. Und dann geht's wieder steil bergab. Und es ist wirklich ein schönes Erlebnis von nachts, wenn überhaupt nichts mehr los ist. Da ist kein Auto, gar nichts auf den Straßen. So durch diese kleineren oder größeren Städte zu fahren in Dänemark. Das ist noch die große von damals. Die Tasche da. Das ist immer noch die gleiche Tasche. Immer noch die gleiche. Die hält aus, tausende von Kilometern. Wundert mich ja auch. Also wir haben jetzt 1 Uhr, 170 Kilometer knapp gefahren, 17 Kilometer noch bis zum Checkpoint Nummer 2. Und nun wird es ein bisschen kälter, also es ist ein Tick unangenehm. Aber ich ziehe mir noch ein bisschen was an gleich. Ein paar wenige fahren auch noch mit kurzer Hose. Also noch keine Beinlinge an. Hier stehen wieder Boote, also wir dürften wieder am Wasser sein. Ja, hier ist ein Hafen. Also im Dunkeln ist das alles schwer zu sehen. Das ist hier eine Kaimauer. Na, hier kann man wieder ein paar Schiffe sehen. Direkt am Wasser sind wir. Oh, da setzt man ja auf und das entscheidet. Das sind immer so die Ecken, die einem wirklich die Pace versauen. Aber die Gruppe beschleunigt dann auch schnell wieder. Und man muss zusehen, dass man dran bleibt, also schnell wieder Speed aufnehmen. Und wir sind jetzt kurz vor dem Checkpoint 2.
haben also noch knapp 10 Kilometer bis dahin und fahren jetzt wieder mit ordentlich Speed mit 40 Stundenkilometer auf dieser glatten Autostraße durch die pechschwarze Nacht. Und jetzt kommt der zweite Checkpoint, auch wieder unbesetzt. Die Aufgabe für die analoge Brevitkarte war, die Zahl der Briefkästen zu zählen. Und Carsten hatte das ja ausgesucht, weil es eine schöne Gegend ist. Und hat einen tollen Ausblick auf diese Bucht. Nur hat man da in so einer dunklen Nacht nicht viel davon gehabt. Also man sah das Wasser im Schwarz, schwarzes Wasser, schwarzer Himmel. Also Kontrolle 2 erreicht. Herzminde heißt das. Wir sollen die Briefkästen zählen, ne? Also für alle, die die digitale Brevitkarte nutzen, wieder Position verifizieren, Foto machen, das Ganze hochladen. Oder ist einer zu weit gefahren? Bei mir hat das diesmal leider nicht geklappt, ich hatte keinen Datenempfang. Müssen wir eine 6 eintragen. Aber die Position ist dann gespeichert in der App und dann muss man später nochmal ein Bild auswählen und wenn man wieder Datenempfang hat, das hochladen. Online hier. Und das steht dann da auf dem Bildschirm, ne? Bitte später nochmal hochladen, weil Datenempfang nicht da ist. So haben wir hier nochmal eine kurze Pause gemacht. Also die meisten haben sich jetzt doch alles angezogen, weil jetzt der kalte Moment durch die Nacht kommt. Also 2 bis 4 ist ja meistens so der kälteste Punkt, wo man dann auch müde wird. Und so haben wir jetzt knapp 190 Kilometer. Es ist kurz vor 2. Und hier nochmal diese Animation der Gruppen, wie sie sich jetzt so verteilen. Die Nummer 5, da ist einer in Flensburg ausgestiegen, wieder zurückgefahren nach Kiel. Und die anderen Gruppen sind noch recht nah zusammen, also 6 Punkte zeigt dies in der Karte hier. Und wie es dann weitergeht, im dritten Teil geht es nach Billund zum Legoland. Das werden wir in den sehr frühen Morgenstunden erreichen, bevor es dann an die Nordsee nach Esbjerg rüber geht. Das seht ihr dann im dritten Teil. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.